Der GPS, also das heißt, wir haben auch ein bisschen Navi. Und es sind noch 155 Kilometer bis zur Grenze. 2,5 Stunden. Können wir euch noch ein bisschen was von Russland zeigen? Ich habe mir so in die Hosen gemacht. Oh, Polizei. Also jetzt geht mir aber ein bisschen der Stift. Nee, oder? Ja, wir fahren jetzt drüber. Wir müssen über die Brücke. Die bewegt sich auch noch. Wir sind in Kasachstan. Ich hab's echt geklappt. Hi, wir sind Dima und Katrin und zum letzten Mal heißt es, schön, dass du dabei bist auf unserem größten Abenteuer Richtung Kasachstan. Denn heute geht es für uns rüber nach Kasachstan und ich kann es kaum glauben und bin so aufgeregt und so emotional, dass wir es bis hier geschafft haben. Ja, und danke, dass du uns bis hierhin begleitet hast und wir hoffen, dass du mit uns rüberkommst und eine tolle Zeit mit uns zusammen in Kasachstan hast. Ja. Ja, letztes Mal heißt es nicht, dass wir jetzt umkehren und zurückfahren, sondern wie Katrin schon gesagt hat, dass wir ab jetzt durch Kasachstan fahren. Ja, genau. Ja, wir freuen uns. Ja. Gefühle sind noch gemischt, noch nicht realisiert. Aber das werden wir später dann sehen, wie es sich anfühlt, wenn wir da sind. Genau. Also wir sind jetzt noch ungefähr 100 Kilometer vor der Ausreise von Russland und natürlich vor der Einreise zu Kasachstan. Und ja, wir starten auch direkt. Das ist 7 Uhr. Wir wissen ja, Grenzübergänge sind nicht so unsers und deswegen starten wir jetzt und nehmen euch noch das letzte Stück mit durch Russland. Also, Fayachale! Also wir haben uns ein bisschen geirrt. Wir haben wieder GPS, also das heißt, wir haben auch ein bisschen Navi. Und es sind noch 155 Kilometer bis zur Grenze. Bis nach der Grenze, weil wir haben den ersten Ort in Kasachstan angegeben, nach der Grenze. 2,5 Stunden. Können wir euch noch ein bisschen was von Russland zeigen. Und wir sind gespannt, wie viele Checkpoints noch kommen. Na? Aber wenn die alle so werden wie im letzten Video, dann ist das absolut okay. Also wir tanken jetzt auch nochmal, weil wir gestern für 65 Cent getankt haben. 65 Cent den Liter Diesel, stellt euch das vor. Steht 60 Dings jetzt. Das Das ist ist ungefähr 65 Cent. Ja, unglaublich. Ich wünschte, ihr in Deutschland hättet auch diese Preise. Wir haben ja gehört, dass es bei euch echt brutal sein soll. Tut uns wirklich leid. Echt. Also die LKW-Fahrer sind hier schon ein bisschen krass. Der überholt uns einfach. Der hat gerade schon gehupt. Wir waren ihm wohl zu langsam. Nicht wir, der vor uns. Ja. Wir als Gemeinschaft, meine ich. Also das müsste jetzt hier Astrachan sein, ne? Ja, das denke ich. Die Gebäude. Ja, krass, oder?
erinnert mich das an Astana. Damals. Ja? So diese Häuser da, das war so wie wo mein Onkel und meine Tante waren eigentlich gelebt haben. Das wäre es fast gewesen, der Silberne wäre fast mit uns zusammengestoßen. Schreck! Hä? Ich dachte, die wurden sanktioniert. Burger King ist hier, Subway ist hier. Vielleicht haben sie die Schilder noch nicht abgemacht. Muss ja auf alles achten. Ne? Verkehr, Ampel, und dann noch, wenn Schilder kommen, Radierraum nach links. Ich bin einfach in Russland. Oh, das gefällt uns richtig gut, wirklich. Ja, aber ich hasse es nicht. Das ist so. Mein Verstand begreift das nicht. Nee. Meiner auch nicht. Ich weiß schon wieder nicht, wo das Mikro ist. Keine Du Ahnung. sitzt bestimmt wieder drauf. Ich und das Mikro. Seit 3 Monaten sind wir immer noch keine Freunde geworden, Mann. Und der Kran ist noch im Takt, der arbeitet. Ich glaube, wir haben uns verfahren. Hier geht ja wieder kein GPS. Also wir sind völlig planlos. Bevor wir jetzt wieder Kilometer wie in Grozny in die falsche Richtung fahren, halten wir lieber an und fragen hier bei einer Autowerkstatt mal nach. Kein GPS. Vielleicht sind wir richtig. Demi hat hier jemanden aus dem Schlaf geholt. Ja, wer schläft denn um diese Uhrzeit? Wir haben Noch geschlafen in seiner Werkstatt und war völlig ja, verwirrt. der hat in der Werkstatt sein Bett. Der lebt da, glaube ich. Aber wir scheinen richtig zu sein. Er wusste es nicht genau. Ja, der war leicht verstrahlt. Ich habe so gedacht, vielleicht hat er gestern einen getrunken oder was. Ja, Aber der sah jetzt nicht verkatert aus. Ich glaube, der ist einfach nur müde. gerade noch nicht wach. Muss ich noch mal fragen. Wir fragen sicherheitshalber nochmal an der Tankstelle nach. Sicher ist sicher. Die waren aber nett, da sitzen so 3 Mädels drin. Und alle gucken so hinter ihren Regalen her und grüßen. Das war aber nett, oder? Und wir sind richtig, wir müssen in die Richtung. Oh, schön. Ich habe ihn gefragt, ob er aus Kasachstan kommt. Nein, ich bin von hier. Aber er sieht aus wie ein Kasache, ne? Ja. Vielleicht sollte ich mit solchen Fragen ein bisschen Ja. vorsichtiger sein. Mhm. Also jetzt geht mir aber ein bisschen der Stift. Da ist eine Brücke und hier ist eine Fähre. Also ich will nicht die Brücke nehmen. Nee, oder? Doch, wir fahren jetzt rüber. Wir müssen da über diese Brücke. Die bewegt sich auch noch. Ja klar bewegt sie sich. Sie ist auf dem Wasser. Was? Nein, das habe ich so nicht gewollt. Sollen wir jetzt nach Deutschland wieder fahren? Was heißt unser Slogan? Поехали. Поехали. Oh, ich weiß nicht, ob ich das will. Du musst. Können wir nicht die Fähre nehmen? Leute, guckt euch das an. Ich weiß nicht, ob man das sieht, wie die sich bewegt.
Ja, auch noch Gegenverkehr. Was? Ach du Scheiße. Nein! Das ist ja geil. Das habe ich gar nicht gewusst. Hätte ich das gewusst, hätte ich mich drauf gefreut. Ich kann gar nicht atmen. Boah, ihr könnt euch nicht vorstellen, ne? Verreck hier gleich. Oh mein Gott. Geschafft. Guck mal jetzt. Kasachen. Hä? Das sind Kasachen. Cool. Wir haben es geschafft. Alter Falter, damit habe ich nur wirklich nie gerechnet. Puh. Also wir sind uns nicht sicher, aber ich glaube, wir sind schon fast an der Grenze. Wir wissen ja auch nicht, wann wir da sind, weil wir haben ja kein GPS. Also wenn ich daran denke, dass wir eventuell schon in ein paar Minuten in Kasachstan sind, dann kommen in mir so Glücksgefühle hoch. Weil es kommt jetzt schneller als erwartet, oder? Ich glaube, ich freue mich mehr wie du. Wir sind gleich an der Grenze. Und jetzt wird Demi auch nervös. Jetzt muss er nochmal schnell Pipi machen. Muss er nicht. Falls er doch wieder zum Verhör muss. Ja. Apropos Verhör, das war so lustig. Die hatten da überall auf den Zimmern Zettel stehen. Nicht reingehen, das ist ein Dienstraum der Behörde Russland. Und überall, wo Büros waren, waren dieses Schild. Und ein Schild war auch an einer Tür. Und ich denke mir noch, wo ist die Toilette? Und dann auf einmal geht einer von den Beamten dahin, da wo so ein Schild ist, macht auf und da ist ein Klo. Aber ich durfte in dieses Klo rein. Oh. Ja. Weil sie wussten, dass sie dich ewig lange Ja. verhören. Oh, ich werde ganz emotional. Vor fast 3 Monaten haben wir unsere Reise begonnen und wollten nach Kasachstan und jetzt sind wir echt gleich da. Ich freue mich so sehr, dass wir es echt geschafft haben. Wow. Da ist russische Flagge. Oh, ich sehe keine. Dahinter. Also ganz klein, oder? Also, Ausreise aus Russland, ich glaube, es hat so 40, 45 Minuten gedauert. Demi musste wieder kurz zum Verhör. Noch nicht zeigen. Demi musste noch kurz zum Verhör. Unsere Handys wurden gecheckt. Und Ausreise. Keine lange Wartenzeiten mit der Einfahrt oder so. Es war echt, ja, ein ganz kleiner, schneller Übergang, ne? Ja. So, und Dimi hat von seinem Bruder zu Weihnachten, weil der Bruder wusste, dass wir nach Kasachstan gehen, hat er ihm was mitgebracht. Aus Kasachstan. Und damit fährt Dimi jetzt über die Grenze. Jetzt bringe ich wieder zurück nach Kasachstan. Ich zeig's euch. Slava, wir sind gleich in Kasachstan! Mal schauen, wie die Kasachen auf die Mütze reagieren. Und
Und die Bockwürstchen von dir, die werden heute gegessen. Ja, heute gibt es kein Beshpamak, heute gibt es kein Plofi. Heute werden deutsche Bockwürstchen gegessen. Willst du echt damit rüber? Ja. Die lassen uns nicht rein, oder? Ja, freuen sich. Ich wette, wie sie freuen. Ich bin gespannt. Ah. Aber wir können auch hier bleiben, das ist auch wieder ein Niemalsland. Ja, dann bleiben wir hier, oder? Hier müssen wir auch keine Steuern zahlen. Hier haben wir auch schon. Fische hätten wir auch. Und ich glaube, wir haben gleich sogar wieder Internet. Keine kasachische Flagge gesehen. Also irgendwie fahren wir und es ist keine kasachische Grenze in Sicht. Verfahren haben können wir uns nicht, es gibt nur eine Straße. Ja. Wir kommen nach Kasachstan rein und da ist eine 30 mal 30 Meter große Flagge, weil die so schön ist. Ja, das mag die. Aber da ist keine. Mit dem Adler unter der Sonne und das schöne Blau. Aber jetzt fehlt uns voll die Zeit, Mann. Wir haben jetzt gleich schon 1 Uhr. Hä? Gibt es nach Kasachstan gar keine Grenze? Hä? Wir sind verwirrt. Hä? Man kann doch nicht einfach so nach Kasachstan einreisen, oder? Ich check das auch nicht gerade. Was? Das sind schon Schilder da, wohin man fahren könnte, aber wir wurden von den Kasachen noch nicht gestoppt, überprüft. Es war schon sogar ein Weg nach rechts zum Abbiegen in irgendeine Richtung zu fahren, aber es war keine kasachische Kontrolle da. Die kommt bestimmt noch, oder? Hey, Kamikaze-Vogel. Hatte da. Jetzt Checkpoint. Ja, das ist noch der russische. Ist noch der Russe? Ja. Also, dem netten, was war das, Grenzbeamten, haben wir natürlich auch ein Glas Marmelade in die Hand gedrückt. Wie im letzten Video auch schon bei der Kontrolle. Und er hat gesagt, 1 Kilometer, ne? Ja, 1 Kilometer und dann kommt die Grenze zu Kasachstan. Ich bin so gespannt. der wohnt bestimmt hier irgendwo. Da ist ein Dorf, Schatz. Hä? Ja, Das ist ein bestimmtes Dorf für Grenzbeamten. bestimmt. Also das müsste dann die Grenze sein, ne? Ja, da steht doch schon Kasachstan. Wo steht Kasachstan? Da rechts. Mit russischen Buchstaben, also kasachischen Buchstaben. Wir sind in Kasachstan! Wir haben es echt geschafft. Ja, jetzt sind wir in Heimat der Kasachen. Stan steht für Heimat, glaube ich. Deswegen heißt es immer Kirgistan, Usbekistan. Stan steht immer für zu Hause. Ja. Jetzt sind wir in Du bist Heimat zu der Hause. Kasachen. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Also ich kann mich noch nicht so freuen wie Katrin, weil ich gerade noch diesen ganzen Grenzstress in den Knochen habe. Und jetzt auch noch Versicherung und an der Grenze wirst du gleich abgefangen und dann wird dir SIM-Karten oder so versuchen dir zu verkaufen, dann Geld zu wechseln. Ich glaube, ich realisiere das, ich bin ein Mensch, ich realisiere das später. Ich denke, und wenn so, wir gleich das am geschieht Platz auch dann sind. später auch mit Ja. meinen Gefühlen. Also denkt nicht, dass ich mich nicht freue oder so. Nö. Ich freue mich, ich bin jetzt hier und jetzt will ich erstmal hier ankommen. Ja. Und ab jetzt runterfahren. Ich habe gleich eine Versicherung für 2 Monate abgeschlossen. Oh Mann. Ja, wir freuen uns. Wir lassen das jetzt erstmal sacken. Also einer von den ganzen Grenzgängern hat mich, Brat zu mir gesagt, das ist so wie Bruder. Den hat es berührt, dass ich
dass ich gesagt habe, er sagt, wohin fährst du? Ich habe gesagt, nach Hause. Da guckt er mich an und ich sage, ja, ich bin in Kasachstan geboren. Also es hat niemanden interessiert, aber den einen hat es interessiert und da freue ich mich. Ja. Ja, genau. Also, wir suchen uns jetzt ein Plätzchen. Danke, liebe Saskia. Wir gucken uns den Platz an, den du uns empfohlen hast. Und da bleiben wir dann erstmal, denke ich. Ich weiß es gar nicht. Ja, wir schauen jetzt. Wir müssen Geld abheben. Ja. Ich brauche eine SIM-Karte, weil die an der Grenze, ich traue dem nicht so. Also ich weiß nicht, was dafür, wie viel Datenvolumen und was weiß ich. Ich gehe lieber zu jemandem in ein vernünftiges Geschäft und sage, hey, gib mir eine für den ganzen Monat ohne Limit und fertig. Ja. Genau. Genau. Also, bis gleich mal. Krass. Schaut euch das an, direkt hier am Straßenrand. Unglaublich, die so in der freien Natur zu sehen, oder? Unfassbar. Frag mich, wie die reagieren, wenn ich runtergehe. Besser nicht. So, ich werde willkommen geheißen von Dromedar. Das sind ja keine Kamele, das sind Dromedar. Schön. Ich gehe mal näher dran, mal schauen, was passiert. Hallo Männer. Ihr glaubt es zwar nicht, aber ich komme auch aus Kasachstan. Hi. Oh, da hinten sind noch mehr. Also scheu sind sie nicht. Ja. Wow, was für ein schönes Tier. Also im Fernsehen habe ich welche gesehen, aber ich glaube, so nah war ich noch nie an so einem Tier dran. Und überhaupt nicht ängstlich oder scheu. Ja, ich glaube, die sind an Menschen gewohnt. So, jetzt geht er ein bisschen weg. Ne, der isst weiter. Hier gucken wir jetzt erstmal, ob wir hier was zu essen kriegen. Ich meine, eigentlich sind wir doch nicht hungrig, aber dadurch, dass wir jetzt 3 Stunden Zeitverschiebung haben. Mein Magen hat gleich gesagt, oh, Ja, guck mal auf die Uhr. guck mal auf die Uhr, es ist Mittag. Da gehen wir jetzt rein. Schau mal, was hier gibt. Jetzt haben wir, glaube ich, übertrieben. Was hast du alles? Wir müssen leider mit Handy filmen, weil die Kamera leer ist. Ja, also, Oh, warte. wer kann das alles lesen? Ist seitenverkehrt. Musst du vorlesen. Okay. Also wir haben bestellt Жаркое с курицей. Жаркое ist ein Kartoffelgericht im Backofen mit Hähnchen Für mich. für Katrin. Ich habe Lagman. Ich glaube, das ist... ich weiß es gar nicht. Lass mich überraschen. Keine Ahnung, wenn du das nicht weißt. Ich habe verstanden, das ist sowas wie ein Eintopf. Aber ich google gleich. Und dann haben wir einen Salat bestellt und Mante. Okay. Also hier steht zum Beispiel bei Mante, das sind 5 Stück, 2000 Tenge. 2000 Tenge umgerechnet sind 3,50 Euro. Krass, oder? Also ich übertreibe jetzt richtig mit der Bestellung und wir bezahlen vielleicht 15 Euro am Ende dafür. Und die kocht es jetzt. Ja. Die Preise in Kasachstan gefallen mir jetzt schon. Ich glaube, das wird wieder ein Land, wo wir wieder nicht viel kochen. Ne, lohnt sich ja nicht. Ich verlerne irgendwann noch das Kochen. Das verlernt man nicht. So, mein Essen. Salat. Ich habe Mante. Und du hast Mante. Aber dein anderes Essen kommt sicher noch. Die konnte Vielleicht, jetzt nicht so viel tragen. Wow, ich bin gespannt. So,
Und die Mischsuppe ist auch da. Weißt du, was das für ein Fleisch ist? Das ist tierisches Fleisch. Ich weiß es nicht. Es ist entweder, denk mal, Schaf oder Rind. Ah, Rind hat sie, glaube ich. Rind? Ja. Kein Pferd. Nein, Pferd nicht. Hey Leute, ihr kennt das doch, wenn man so Auto fährt und es ist heiß und eine gerade Strecke, so wie hier, da vorne, das sieht so aus, als wäre da auf dem Asphalt so Pfützen oder einfach, ja, als würde man in so einen See reinfahren oder so. Und ich habe immer gedacht, das ist eine Illusion, das ist so wie Fata Morgana, oder? Aber Jetzt sieht man es wieder ganz deutlich. ja, und da vorne zum Beispiel das Schild, was da vorne, das Blau ist, Ja. das spiegelt sich im Asphalt jetzt wieder in diesem, als wäre das Wasser. Und wenn es eine Illusion ist, dann würde sich da jetzt nichts widerspiegeln. Versteht Ja. ihr, was ich meine? Da, Jetzt sieht da man's sieht man das genau. ganz klar. Das spiegelt sich wieder, obwohl da gar kein Wasser ist. Wenn wir jetzt da ankommen, da ist ja nichts da. Jetzt verschwindet es. Ja, jetzt ist weg. Das ist krass, erklär mir das einer mal bitte. Schaut mal jetzt. Die warten einfach auf den Bus. Oh, die sind gar nicht mehr drin. Gerade standen die. Ja, Ah, okay, dann warten sie halt hier auf den Bus. so ein Schatten. Wir versuchen jetzt runter ans Kaspische Meer zu kommen. Aber das Wasser soll dort so zurückgegangen sein. Ich bin gespannt, ob wir überhaupt Wasser finden. Wenn nicht, bleiben wir einfach hier in der Steppe stehen, oder Schatz? Wir fahren jetzt heute nicht mehr. Es ist gleich schon 17 Uhr hier. Ja, wir schauen mal. So ein kleines Dörfchen und so ein Riesenschild, also so ein riesen Torbogen, oder? Aber Spielplatz haben sie, Fußballplatz haben. Das ist schön. Trainieren können sie hier. Ja. Trainingsgeräte. Fußball. Schön. Hallo! Denke, ja. Ja, okay, Offroad. Ich weiß nicht, ob wir das machen sollen, weil wir haben nämlich keine Ahnung, in welche Richtung. Hast du eine Orientierung, Ja, wo das Wasser sein könnte? ja. Okay. Wir fahren in die Richtung. Also, uns hat gerade ein Mann gestoppt. Ich weiß nicht, seht, der Fall. Ah. Er hat gepfiffen. Er kommt gerade nochmal. Er hat gesagt, hier gibt es leider kein Kaspisches Meer. Es ist einfach zurückgegangen. Schade. Du kannst da durchfahren. Ah, da. Also der war ganz nett, hat sich auch interessiert für uns. War wirklich Туда nett. можно проехать или как? А, спасибо. Давай, пока. Ja, der war wirklich richtig nett. Ne, hat Ja. ein paar Fragen gestellt, war interessiert an dir, An uns. an deiner Geschichte und war sehr sympathisch, muss ich wirklich sagen. Ja, ich glaube, Ne. ich glaube, die Kasachen sind von Natur aus neugierig. Ja. Aber das wären wir Aber- auch, wenn wir hier leben würden. Aber ist ja auch eine positive Neugier. Er zeigt ja Ja. wirklich Interesse. Er fragt ja nicht nach deinem Kontostand, sondern nach deinem Leben und wer du bist. Ja, das ist positiv. Ja, das finde ich halt echt schön. Also, ja, wir wollen jetzt nach Attirau, also Richtung Attirau, würde ich sagen, oder? Ja, wir fahren jetzt Richtung Attirau und dann gucken wir, dass Unterwegs, wir irgendwo uns ja. hinstellen, wo wir Internet haben, Ja, genau. damit du auch das Video zu Ende machen Ja, kannst. genau. Das Video wird richtig spannend, aber das seht ihr ja. Das habt ihr ja dann schon gesehen. Ja, genau. Das Video habt ihr dann schon gesehen. Das Video wird richtig spannend, guckt es euch nochmal an.
und haut ein paar nette Kommentare raus. Ja. Nein. Liked es, teilt es, verschenkt es an eure Nachbarn. Du bist. Willst du mal ein bisschen ablaufen vielleicht? Bestimmt nicht. Einen wunderschönen guten Morgen aus Kasachstan. Ja, wir sind endlich hier. Aber ich glaube, so richtig berührt werde ich erst, wenn wir das Dorf erreichen, wo ich herkomme. Okay, wir haben sehr gut geschlafen, sehr ruhig geschlafen. Diese Geräusche von der Stille, sage ich mal, der Steppe. Ab und zu sind ein paar Autos vorbeigefahren. Ja, und dann hörst du halt so einzelne Vögel oder Tiere der Nacht. Aber sonst war es sehr ruhig, genau. Ja, wie geht es heute weiter? Wir fahren heute nach Attirau. Wir packen gerade. Katrin ist drinne, gerade am Spülen. Ich habe draußen so einiges vorbereitet schon. Wir fahren nach Attirau, werden uns für 2 Tage ein Hotelzimmer nehmen, damit wir in Kasachstan registriert werden, damit wir wiederum ein Visum beantragen können, ich weiß nicht, wie lange das geht, 3 Monate, 6 Monate, ich weiß es nicht, das Visum. Unsere Hoffnung ist einfach, dass wir ein Visum bekommen, damit wir nicht hin und her fahren müssen. Es war ja so, wir haben bis jetzt mitbekommen, dass man immer wieder nach einem Monat kurz ausreisen und dann wieder einreisen muss, um dann weitere Monate in Kasachstan bleiben zu wollen. Wir wollen das aber nicht, weil wenn wir jetzt, sagen wir mal, Richtung Astana fahren, das ist mitten in Kasachstan, bis du da bist, dann ist schon Zeit vergangen. Und dann willst du noch Zeit verbringen mit den Sachen, wo du gerne sehen würdest. Und dann will ich noch mich mit meinem Bruder, mit meinen Eltern dort treffen. Ja, und dann hast du immer wieder im Hinterkopf, ja, du musst wieder zur Grenze, zu Kirgisistan oder ich weiß nicht, welche Grenze gibt es hier noch? Muss ich mal schauen später. Ja, oder China, kurz ausreisen, also du gehst zu Fuß rüber und sofort wieder rein. Und dann darfst du wieder einen Monat bleiben und das wollen wir nicht. Wir wollen einfach mehr Zeit in Kasachstan verbringen können, ohne auszureisen. Und wir wollen auch entschleunigen, nicht immer dieses ständig unterwegs. Ich merke, dass du machst diese Reise, um in eine Ruhe reinzukommen, aber du hast keine Ruhe, weil du ständig von irgendeinem Gedanken gejagt und gehetzt wirst. Jetzt müssen wir aber das abarbeiten, jetzt müssen wir dahin, jetzt müssen wir das schaffen, jetzt müssen wir das Visum machen und. Und wir wollen einfach in eine Ruhe reinkommen, wo wir einfach nur entspannen und uns an Kasachstan erfreuen können. Genau. Wir nehmen euch einfach mit. Поехали. Also, ich habe mir das jetzt durchgelesen. Dieses Mal wurde 1870 gebaut als ein als ein Grenzstein, sagen wir mal so. Es wurde aus Schilf gebaut und Erde. So wie die Häuser in Kasachstan damals gebaut wurden und auch heute noch so stehen, haben wir gestern gesehen, weil Schatz? Ja, 1870 gebaut und diente als Grenzstein oder Grenzmal zwischen Ural und
Orenburg von den Kreisen. Und ja, und steht bis heute noch hier. Ja, ihr lieben Deutschrussen oder Kasachen aus Deutschland, wenn wir euer Dorf vielleicht besuchen sollen und euch zeigen sollen, wie sich das vielleicht entwickelt hat oder sonst irgendwas, oder ihr noch Verwandte irgendwo habt, die wir grüßen sollen, dann schreibt doch gerne in die Kommentare, wo ihr herkommt, und wir machen das für euch. Ja, der ist sehr interessiert. Hier ist gerade jemand gekommen, wir waren tanken. Und der ist sehr, sehr interessiert an unserem Wohnmobil. Hat gefragt, ob er reinkommen kann. Ich weiß nicht, wie die sind, ob man die filmen darf. Ja, aber er war sehr interessiert, sehr begeistert. Ja, und Timmy macht jetzt mal eine Roomtour mit ihm. Also Dimi war jetzt in einem richtig langen Gespräch, bestimmt 40 Minuten. Ehrlich, so lang? Ja, es war richtig lang. Willst du mal ein bisschen erzählen, wie die... Ja, also der Mann war einfach sehr neugierig, wer wir sind, wie wir sind, warum wir sind. Also kasachische Neugier, ich denke mal, das ist einfach positive kasachische Neugier. Ja. Es ging auch um Tradition. Der hat mich alles ausgefragt, Politik, Tradition, Auto, wie wir leben, warum wir reisen, alles Mögliche. Er hat uns auch angeboten, wenn wir auf der Rückreise sind. Er arbeitet seit 17 Jahren an dieser Tankstelle. Hat auch angeboten, wenn wir zurückfahren, dass wir zu ihm nach Hause kommen. Es gibt hier irgendeinen roten Fisch, das ist eine Delikatesse, verboten ist zu angeln. Und ja, er hat angeboten, dass ich diesen Fisch probieren darf. Wow. Ja. Also hier darf man nur 40 fahren. Schneller geht auch nicht. Also, wir haben Attirau erreicht. Ich bin gespannt, wie diese Stadt ist. Du auch? Ja, sehr, sehr klar. Ich hoffe nur nicht, dass es wieder mit Verkehr so viel wird. Aber die letzten 16 Kilometer war wirklich so eine Straße. Aber jetzt ist wieder schön. Jetzt hab ich mich auch gewöhnt inzwischen. Einfach die Weite und dass Ja. kaum Verkehr also nah aneinander ist. Und jetzt, wenn jetzt auf einmal so ein starkes Verkehr kommen würde, Ja. dann wäre wieder. Oh. Wieder neu lernen. Mein Haus! Mein Haus! Also wir sehen, hier wird unheimlich viel gebaut, ehrlich. Also auch in der Steppe so viele neue Wohngebiete. Alles sieht echt schön aus. Und auch jetzt hier der Anfang von Attirau. Hier wird alles neu gebaut. Also neue Straße, neue Gehwege. Also ich glaube, wenn man in 5 Jahren hier hinkommt, erkennt man nichts mehr, oder? Ich glaube, dann ist auch die Steppe vollgebaut. Recycling.
Wir haben jetzt ein Hotel gefunden. Wir haben ein bisschen übertrieben, würde ich sagen. Aber der hat halt echt viele Vorteile. Da gibt es einen Hammam und ein Fitnessstudio und ein Schwimmbad und eine Sauna. Hier. Infinity Place oder so. Kostet um die 60 € die Nacht. Ist schon viel. Aber wir müssen halt ins Hotel. Wir haben uns 2 andere noch angeschaut. Die waren jetzt ja ein paar Euro günstiger, aber vom Standard her nicht so gut. Deswegen haben wir gesagt, komm, wir nehmen direkt das hier und wir nehmen euch mit rein. Wir ziehen aus. Für 2 Nächte. 3 Nächte. 3 Nächte sogar. Heute ist Mittwoch. Am Mittwoch. Mittwoch auf Donnerstag, Donnerstag auf Freitag. Genau. Und Samstag machen wir uns wieder auf. Also das ist jetzt hier nur das Nebengebäude. Das richtige Hotel, das können wir uns gar nicht leisten. Ja. Das da ist viel teurer da hinten. Ja. Die haben hier mehrere Komplexe. Wir zeigen es alles später. Ganz ruhig. Aber hier ist auch echt schon schön. Schaut mal. Das ist das kleine Baby von dem großen Hotel. Aber hier kann man sitzen, chillen, Kaffee trinken. Ja. Oh mein. So. 208. Warum? Hast du gemerkt? Ja, rechts. Alles schön mit Teppich. Oh. Hast du die gemerkt? Also ich wollte einfach fragen, was du sagst, dann wusste ich das Gegenteil wird Ach stimmen. so. 208. Also das Zimmer ist nett, klein, aber das Angebot drumherum ist einfach unschlagbar. Und wie ihr seht, wir brauchen mal eine kleine Auszeit voneinander. Es gibt getrennte Betten. Ja. Nicht groß, aber reicht für uns. Wir sind ja eh nur unterwegs. Also, wir haben uns ein bisschen ausgeruht, aber sind echt hungrig und deswegen schauen wir jetzt uns mal ein bisschen hier die Gegend an und finden sicher auch was Gutes zu essen. Und Ja. wir nehmen euch mit. Vielleicht auch ein bisschen Bargeld abheben, ha? Nein, wir brauchen kein Bargeld. Nein? Das ist ein guter Werbeslogan für uns. Übersetz mal, Schatz. Da oben steht, wir sagen ja immer Поехали. Und da steht jetzt Поехали с нами. Das heißt, kommt, fahrt mit uns. Поехали! Vielleicht kann Simi sich hier eine SIM-Karte holen. Schauen wir mal. Ja, wie ordentlich. Oh, wie gut das hier riecht. Hier gibt's was zu essen. Ganz bestimmt. Also, wir haben es jetzt. Bye, bye. In welche Richtung? Ja. Dimi fragt jetzt mal diese nette junge Frau, mit der haben wir gerade eben schon ein bisschen erzählt, ja, wo wir hier was essen können. Bei Mall will ich eigentlich nicht, aber mal schauen. Also jetzt hier, das sieht so schön aus. Doch, hier kann man essen.
Also wenn der Preis stimmt, dann gehen wir hier essen. Das sieht so schön aus. Das ist echt schön, oder? Also das hat so einen Charme hier. Wow. Gott sei Dank habe ich keinen Burger genommen. Hätte bestimmt auch geschmeckt. Ja, der Burger hätte auch geschmeckt, aber schau dir mal diese Aber Atmosphäre an. ich will mir gerade halbe Karte bestellen. Ich habe noch gar nicht reingeguckt, Ja, aber mach jetzt ich wird's jetzt. aber Da sitzt er wie heißt der Scarface? Wir haben übertrieben, Leute. Jetzt bekommen die Jungs und Mädels richtig was zu tun. Die Armen. Aber ja, so ist das nun mal. Hallo. Ну и тогда можно и маленькие чебуреки. И попить кола есть? Haben wir übertrieben. Doch, wir sind eskaliert. Ich zeig's euch. Also ich finde nicht, dass wir übertrieben haben. Schaut euch das einfach an. Beschbalmarkt mit Pferdefleisch. Chiburek. Salat. Wie heißt das? Das sind Mante, aber Mante, gebackene Mante und Sumsa. Sumsa, da sind auch Hackfleisch drin. boah. Also Schatz, beten und hau rein. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass wir in Kasachstan sind, Herr. Danke für das wunderbare Land, danke für die wunderbaren Leute, für die wunderbaren Begegnungen auch heute und für diese jungen Leute, die uns gerade bedienen, dass die so freundlich und lieb sind. Herr, danke, dass du uns reich segnest mit dem Essen, mit dem Hotelzimmer heute, dass wir 3 wunderbare Tage hier in Atirau haben dürfen und schenke uns noch weitere tolle Begegnungen und segne diese jungen Leute hier und auch die Köche und ja, segne einfach Kasachstan, Herr Jesus. Amen. Amen. Brutal, das war so lecker. Das war richtig, richtig lecker. Aber wir haben nicht geschafft aufzuessen. Also, Beschbalmarkt leer. Salat nicht leer. Hühnchen leer. Mante 2 Stück noch und Chiburek ein Stück. ein, genau. Das lassen wir uns einpacken. Und? Was denn? Was? Es war extrem lecker, muss ich sagen. Extrem lecker. Mante haben mich echt richtig überrascht. Die waren sehr saftig. Habe ich gegessen wie Chinkali mit der Hand. Jetzt habe ich fettige Finger. Aber ich glaube, wir sind heute zu nichts mehr zu gebrauchen. Da ganz vorne, Ganz schnell rennt. der ganz schnell rennt. Der Erste. Wir haben uns gerade gewundert, warum alle mit ihm Fotos machen wollen. Und das ist wohl ein ganz berühmter Schauspieler hier in Kasachstan. Anscheinend. Wir Ja. werden es prüfen. Wir werden es prüfen. Schade, Mensch, das wäre eine Gelegenheit gewesen. Aber Demi hat einen von den Bodyguards gefragt. Und der hat dann, also wer dieser Mensch ist, warum alle Fotos mit ihm machen wollen. Und dann hat der Mann gesagt, das ist ein sehr berühmter Schauspieler. Ja. Wir suchen ein Foto raus und blenden es ein. Genau. Ja. Aber er sah sehr gestresst Ja. aus. Und das ist, wie sagt man, das, was es einen kostet, Ja. wenn man berühmt ist, Ja. anscheinend. Er hat seine Ja. Ruhe nicht, dass er richtig gestresst Ja. ist. Und er muss trotzdem sein Gesicht wahren und stehen bleiben und ein Foto machen. Ja. Das ist, Wie gut, dass wir nicht berühmt sind. Wir haben ihn entdeckt. Wir haben ihn entdeckt. Er sitzt einfach im Café.
Gehen wir hin oder gehen wir nicht hin? Mal in Ruhe. Also, es ist da hinten mit seiner Gang, Crew, wie auch immer. Aber wir wissen nicht, wie er heißt, Mensch. Schade. Wirklich schade. Aber wir lassen ihn in Ruhe. Also wir haben ja jetzt echt lange, wir sind jetzt seit 3 Monaten unterwegs und haben, während wir fahren und die Kamera aus, ist immer so lustige oder tiefsinnige Gespräche oder wir sehen auf der Straße was und ich bin dann einfach nicht schnell genug mit der Kamera. Und deswegen haben wir uns heute was gegönnt. Nicht nur das Hotel, sondern auch, damit wir wirklich gute Aufnahmen machen können, eine Dashcam. Dass wir so besondere Augenblicke einfach einfangen können. Und die netten Jungs, die erklären uns alles, wie wir das befestigen, weil wir sind ja nicht so Technik erfahren, würde ich mal so sagen. Für uns ist ja diese Technikwelt komplett neu, aber das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt. Aber jetzt, es ist so cool. Wir haben sogar 5 Jahre Garantie da drauf und egal wo in Kasachstan wir sind, und das ist irgendwas damit, wir können es umtauschen. Finde ich echt gut. Ich will nicht so draufhalten. Ist wirklich echt nett. Richtig, richtig cool. Ich gucke. Три машины на колеса. А это колеса, дом на колеса, машина на колеса. Hallo Leute. Was soll ich sagen? Ich bin verliebt in Kasachstan. Echt. Also von der Grenze über, durch die Steppe bis hier nach Atirau. Es ist unglaublich, oder? Ja. Die Menschen, Leute, also Kasachstan und Türkei sind bei mir gleich auf. Also ihr wisst ja, die Türkei, ich liebe die Türkei, ne? Aber Kasachstan ist was ganz Besonderes. Also Deine erste Ja. Erfahrung jetzt. ja, also von gestern und heute, Ja. ich bin begeistert. Kommt nach Kasachstan. Und ihr kommt in eine komplett andere Welt, oder? Ja, das ist so interessant. Du bist irgendwo in den Dörfern, fährst du durch, wo erstmal gar nichts ist und dann kommst du in die erste Stadt, wo die größer ist und hier ist alles einfach auf einmal bumm und alles da. Du gehst in so, das ist wie so ein kleines Dorf, wo komplett alles miteinander verbunden ist von einem Investor. Du bist im Hotel und kannst, weil du im Hotel bist, halt hier alles Hammam umsonst nutzen, Fitnessstudio, Schwimmbad und das ist alles miteinander verbunden. Und hier ist so eine Mall einfach dran, das ist alles mit dieser Hotelkette verbunden. Alles, es war wie so ein Labyrinth. Man muss sich das überlegen. Wir kommen über die Grenze und wir werden von Kamelen in der Steppe begrüßt. Ja. Und dann waren wir kilometerweit, ich weiß, 170 oder so, ne? Ich weiß es gar nicht mehr, oder 235, ist auch egal. Und dann tut sich hier eine Welt auf. Ich habe keine Worte. Ja. Keine Worte. Auf einmal hast du hier, also ich sag mal so, jemand, der in Freiburg gerne in der Stadt rumläuft und halt so europäisch gerne lebt, der wird hier nichts vermissen. Nee. Gar nichts. Nee, Du im hast Gegenteil. alles, was du brauchst. Im Gegenteil. Ja, mit diesen Ich Worten. stehe jetzt hier, weil ich mir den Sonnenuntergang angucke. Ja, mit diesen Worten verabschieden wir uns heute von diesem Tag und ich sag mal einfach, wir sehen uns morgen. Bis morgen. Ciao. Guten Morgen Guten Morgen. aus Atirau. Wir haben richtig gut geschlafen. Es tat echt gut, mal so beim Schlafen Platz für sich zu haben. Sagen wir mal so. Und keine Füße im Gesicht. Und keine Füße im Gesicht. Die Leute wissen nicht, wie wir schlafen. Jetzt wissen sie es. Ja, also wir haben uns jetzt fertig gemacht, gehen mal zur Migrationsbehörde, ne? Ja. Erkundigen uns mal, was wir für Auflagen haben, wenn wir unseren Aufenthalt hier verlängern wollen. Aber vorher, gestern haben wir ja den
Schauspieler gesehen. Und heute Morgen ist die mich schon hier runtergegangen und hat gesagt, der nächtigt hier im Hotel. Ja. Und jetzt zeigen wir euch mal. Schreibt's in die Kommentare, ob ihn jemand von euch kennt. Das würde uns echt interessieren. Einmal habe ich die an der Rezeption gefragt, die haben zu mir gesagt, er ist ein sehr berühmter Schauspieler und seine Filme laufen gerade in den ganzen Kinos in Kasachstan. Okay. Und seine Autos haben unser Auto umzingelt. Aber dann ist er sehr bodenständig, weil wir sind ja hier nicht in einem Luxushotel. Oder, was ich mir erklären kann, vielleicht parken die nur hier, damit nicht sofort gesehen wird, dass der hinten in dem großen Hotel ist. Wer weiß. Oder er ist sehr bodenständig. Ich zeig's euch mal. Vielleicht kennt ihn jemand. Schreibt's bitte in die Kommentare. Hier. Naurus Production. Ja, und der hat ja... Hier sind so seine Bodyguards und unsere Betty mittendrin. Richtig cool. Ja, Hier ist er nochmal in weiß. Hä? der Wüstenstuten Mustang darf hier nicht fehlen in Kasachstan. Ja, also ich habe heute ein bisschen Bibel gelesen hier im Empfang, habe Zeit mit Gott verbracht, habe gebetet und Gott hat mir so ein paar Sachen gezeigt, dass dieser Ruhm eines Schauspielers eigentlich auch ein Fluch ist. Dass manche Frau, die vielleicht im Hotel Toilette putzt und in Verbindung mit Gott steht, zufriedener und ausgeglichener ist, wie ein Schauspieler, der alles hat, aber innere Leere hat vielleicht. Apropos Putzfrau. Wir haben hier auf unserer Etage eine wirklich, wirklich nette, ne? Ja. Ganz goldige Frau. Ja, echt. Also, wir machen uns jetzt auf und nehmen euch mit. Wir sind einfach vorbeigelaufen. Da, das rote Dach, da müssen wir hin. Wow, wir stehen jetzt hier gerade in der Kinderwunschklinik und das ist die Pionierin, eine der ersten, die das hier in Kasachstan möglich macht. Das Thema berührt mich total, weil ich auch in der Familie jemanden habe, der es echt schwer hatte. Wow. Und wir dürfen hier einfach filmen. Wow, das berührt mich gerade total. Das ist ja можете да поделиться нашим Instagram? Wenn wir das machen, sollen wir Instagram наш. ja. Oh, ich bin begeistert, dass ich hier so Einblick bekomme. Ich habe gerade richtig Gänsehaut, Leute. Komm, du musst übersetzen. Oh. Wow. Ja. Also ich kann es nicht lesen, aber es ist mit Sicherheit jemand unter euch. Unglaublich. Zeig mal unsere Seite. Ja. Ja. Wo hast du YouTube, Schatz? Hier. Aber вот наша страница, мы делаем фотографии, Wow, das ist echt emotional hier gerade. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Wow, ich bin begeistert, dass es hier möglich auch ist. Ich fasse es gar nicht. Ja. Спасибо вам большое. Спасибо. Bye bye. Hi. Das war jetzt aber... Oh, ich komme hier nicht raus. Versuch's mal hier. Ja, die wollen wir aber. Ja. Guck mal, was für harte Gesichter die haben. Ja. Also wir haben jetzt hier jemanden auf der Straße angesprochen. Netter junger Mann, echt. Ja. Und der hilft uns jetzt gerade. Weil hier läuft ja alles digital. Hier ist ja nichts mehr mit, hast du ein bisschen Geld, kannst du hier so. Hier läuft alles digital und der
hat uns jetzt geholfen, alles einzurichten und runterzuladen. Und sehr hilfsbereit, echt. Sehr, sehr hilfsbereit. Ich freue mich immer über solche Begegnungen. Also das war ja jetzt unglaublich, oder Schatz? Erzähl du. Das Also wir waren ja vor diesem Laden, Kinderwunsch? also Kinderwunschklinik, genau, Laden, wo man Kinder verkauft. Nein. Spaß. Und haben nach einer Möglichkeit gesucht, wie wir mit dem Taxi zu diesem Migrationsamt kommen können. Und dann ging ein junger Kasache vorbei und ich habe ihn angehalten und gefragt, ob er uns vielleicht weiterhelfen könnte und welche App ich nutzen da kann. Dann habe ich versucht, die App runtergeladen, habe versucht irgendwie einzurichten und es klappte nicht. Dann kam seine Frau aus dieser Kinderwunschklinik und dann hat er gesagt, weißt du was, ich bestelle für euch Taxi, ich bezahle euch das. Ich sage, ja, wir wissen nicht, wie wir dir das wiedergeben können. Ihr braucht nichts wiederzugeben. Ja, und schon wieder Gastfreundlichkeit erfahren. Die haben uns einfach das Taxи bezahlt, das junge Pärchen. Если вы это видите, спасибо большое, то, что заплатили нам за такси. Дай вам Бог счастья, здоровья и миллион раз больше денег, чем вы за нас заплатили сейчас в Иисуса Христа имени. Amen. Amen. Dankeschön. Ja. Also wir sind sehr dankbar, dass die das gemacht haben. Ja, und möge Gott sie wirklich mit ganz, ganz vielen Kindern segnen. Ja. Mit gesunden Kindern, mit lieben Kindern und ja. Für die das gerade nicht verstanden haben, ich habe mich einfach in der Sprache bei ihm bedankt, die er versteht. Ja. Das war Russisch. Und damit, wenn er das jetzt sieht, damit er auch Freude hat. Ja, Genau. und wir haben den Namen vergessen, aber ich meine, der heißt Rigat. Ich glaube, er heißt Rigat. Ja, ich habe so Probleme mit Namen merken, Leute. Das Tut uns leid. Ja. So, jetzt aber ab zur Migrationsstelle. Ja, so sieht das aus. Zeig doch mal. Ja. Ja. Und da stehen schon richtig viele Leute. Ich bin gespannt. Hier ist was los. So, das ging schneller wie gedacht. Ja, also wir wurden ganz höflich und ganz nett empfangen hier. Am Anfang war es chaotisch, du dachtest, es gibt keinen hinten anstellen, der gerade zuerst kommt, der mal zuerst. Ja, und dann waren wir irgendwann mal dran und dann habe ich die junge Dame gefragt, ob es möglich ist, dass wir ein Visum für 3 Monate bekommen. Sie sagt, also hier sagt sie, ist überhaupt nicht möglich. Man muss immer nach 30 Tagen ausreisen und dann wieder einreisen. Dann darf man wieder 30 Tage und dann wieder ausreisen, wieder einreisen. Dann hast du wieder 30 Tage, dann hast du 90 Tage rum. Ja. Und nach den 90 Tagen musst du 90 Tage aus Kasachstan wegbleiben, damit du wieder einreisen kannst für 30 Tage. Also wieder das Gleiche von vorne. Hier sagt sie, ist nicht möglich. ChatGPT sagt, ist möglich. In Almaty ist möglich. Wir werden jetzt schauen erstmal, wie es für uns weitergeht. Richtig. Wir werden es auf jeden Fall versuchen, ein Visum zu bekommen, dass wir länger bleiben können. Wenn es nicht klappt, dann müssen wir halt mit denen abfinden. Dann müssen wir halt diesen Visa-Run in Kauf nehmen. Aber was natürlich sehr ärgerlich wäre. ja, was aber auch Machen andere auch. ja eben. Ja, aber das Problem ist, Kasachstan ist das 5. größte Land der Welt. Wenn du jetzt von hier Richtung Astana fährst, dann hast du schon 2 Wochen rum. Ja. Ja, wenn du durchziehst. Und dann musst du aber dann schon wieder aus Astana Richtung Kirgisistan fahren, damit du pünktlich ausreisen kannst. Und das ist das Blöde. Sag du. Nee, ich habe vergessen. Ich denke mal, wir werden jetzt Richtung Kirgisistan fahren. Wir werden Richtung Kirgisistan fahren, durch Almaty, versuchen es in Almaty nochmal. Ja. Vielleicht spielen wir die Beziehungskarte noch aus, die wir vielleicht haben. Liebe Grüße an Dede Gesat. An Dede Gesat, ja. Bekannte von meinen Eltern. Vielleicht geht es über die. Also das sind Freunde von meinen Eltern, die in Kasachstan leben. Ja, vielleicht geht es über die irgendwie. Und oder vielleicht haben die einfach eine Lösung oder einen Tipp. Genau. Und wenn nicht, dann nehmen wir das einfach so hin, machen 3-mal einen Visa-Run, gehen 90 Tage nach Georgien
Oder oder, Kirgisistan. oder nach Russland. Ja, das wäre, Ja. wenn das funktioniert, das wäre gut. Das wäre ja. cool. Also wir wissen nicht, was wir für Optionen haben, aber wir sind im Jetzt und im Hier. Und jetzt genießen wir Atirau Richtig. und unsere Zeit hier und der Rest wird sich einfach geben. Genau. Also, wir gehen ins Hotel. Поехали. Also Demi hat schon wieder Hunger. Nein, es ist kein Hunger. Das sind Gelüste. Es ist mein natürliches Verlangen. Der Ruf Okay. nach Eis ist von Okay, jeher bekannt. wir gehen rein. Schwedi. Schaut mal, wie süß das ist. Ich weiß nicht, ob ich... Sieht so schön aus hier. Ich liebe einfach diese Farben. Willst du auch was? Nein. Jetzt bist du. Es gibt hier Softeis. Willst du Softeis? Ein kleines, aber Есть noch. маленькие мороженки? Oh, das ist so. Ja, ja. Берем. Ванильный. Ja, Oder Schokolade. Vanille. Ванильный. Was hast du denn genommen? Ich habe so ein Oreo-Eis. Okay. Immer muss er mich verleiten. Aber der Laden hier ist echt niedlich. So, Ach, das ist für dich. Spasiba. Yay! Die sind echt. Ha? Thank you. Spasiba. Okay, gehen wir weiter. Kaufen. Kaufst du mir? Demi traut dem Navi mal wieder nicht, weil er meint, er hätte eine Abkürzung. Er kennt eine Abkürzung. Nee, das ist mein Heimatland. Ich weiß doch, wo ich langlaufe. Ja, natürlich. Das ist Privatgelände. Zaun ist ab dem Zaun auf der anderen Seite. Ich sehe uns schon die ganzen 3 Kilometer zurücklaufen. So, ihr Lieben, das war unser Tag. Demi war noch schön im Fitnessstudio und in der Sauna, hat es echt genossen. Ich habe Video geschnitten, aber jetzt treffen wir uns mit 2 Reisenden, die wir in Georgien kennengelernt haben. Mit der lieben Silke und mit dem Jan. Ja, wir wollen den Abend einfach zusammen genießen, essen gehen und ja, einfach eine gute Zeit haben. Und wir lassen die Kamera aber aus, weil auch diese Momente muss es geben auf Reisen, ne, die so ganz persönlich, ganz privat sind. Ich hoffe, ihr versteht das. Aber sollte außerhalb des Essens was passieren, wenn wir nachher wieder nach Hause gehen zum Hotel, dann nehmen wir euch gerne mit. Ansonsten sagen wir bis morgen. Ja, bis morgen. Oder wolltest du noch was sagen? Nein. Alles gut. Seht ihr, wie entspannt er ist? Und rot. Und rot, ja. Sonnenbrand. Die Sauna ist extrem heiß gewesen. Ich habe mir den Hintern verbrannt. Also, ihr Lieben, bis morgen. Ja, ciao. Also wir wollten ja eigentlich nicht filmen, aber ich habe mich kurz weggeschlichen. Was für ein Ort hier, was für ein Restaurant. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Unglaublich, ich will nicht so auf die Leute filmen, aber schaut mal, was das für ein Ambiente hier ist. So traditionell, ich bin total geflasht, ich habe sowas noch nie gesehen. Hammer, oder? Boah. Ich bin begeistert. Aber die haben ja so eine riesen Speisekarte, dass wir nicht wissen, was wir essen sollen. Also, es war ein richtig netter Abend, oder?
Wir haben ja gesagt, wir nehmen euch nochmal mit, wenn was Schönes passiert. Und das war wirklich ein schöner Abend. Gutes Essen. Es gab Kamel und Pferd. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Pferdeschaschlik gegessen, aber der war extrem lecker. Ja, also das Kamel war auch. Ich hätte nie gedacht, dass Kamel so gut schmeckt. Leute, nur so, ihr guckt das in Deutschland und ich weiß, es sind Menschen unter euch, die das vielleicht ganz schlimm finden mit Pferd oder Kamel oder so. Aber in manchen Ländern ist das komplett normal. Ich würde jetzt Ja. keinen Hund essen, Nee. aber Pferd wird hier gegessen wie bei uns Schwein. Richtig. Und das ist auch sehr gesundes Fleisch. Eben. Also wir fanden es lecker. Verurteilt uns nicht. Wir haben es genossen und wir stehen dazu. Und es war sogar Kamelmilch. Ja, das war so Schaum. Ich blende mal Bilder ein. Das war so Kamelschaummilch, ne? Ja. Das war echt interessant. Also, wir gehen zurück ins Hotel und sagen gute Gute Nacht. Nacht. So, ihr Lieben, das waren unsere ersten Momente in Kasachstan. Unglaublich. Also wir sind immer noch völlig geflasht, dass wir es echt bis Kasachstan geschafft haben. Und ja, an dieser Stelle beenden wir auch das Video, weil wir immer filmen und schneiden. Und jetzt haben wir gemerkt, wir haben schon wieder so viel Bildmaterial, dass wir an dieser Stelle das Video beenden. Aber wir arbeiten schon am Neuen. Also verlasst euch drauf, es gibt wieder tolle Dinge zu sehen, zu erkunden, die wir sehr gerne mit euch teilen. Ja, und wie an jedem Ende des Videos wollen wir euch segnen. Ja, ihr Lieben, danke, dass ihr zuschaut. Ja, ich würde sagen, wenn es euch gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch Ja. und ein Abo. Es ist für uns so wichtig. Ja, Katrin, helft uns, dass unser Kanal wächst, dass wir haben jetzt einen Kommentar bekommen von einem wirklich netten Zuschauer, der gesagt hat, wir machen tollen Content, aber wir haben zu wenig Abonnenten. Deswegen teilt das Video einfach mit euren Freunden und Verwandten, aber natürlich nur, wenn es euch gefällt. richtig. Die Katrin legt sich immer so ins Zeug Ja. und sie hat zum Beispiel heute Nacht bis 3 Uhr nachts gesessen Ja. und geschnitten, während ich laut geschnarcht habe. Dafür bin ich ihr extrem dankbar. Ja. Sie macht schon eine gute Arbeit und ist sehr fleißig, was das angeht. Genau. Ja, ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch einfach nur das Beste. Auch heute, ja, viel Frieden, Freude für das Wochenende, für die kommende Woche, dass alle Wege sich ebnen, die stolperig sich anfühlen, dass Sachen beiseite geräumt werden, die für euch sich so anfühlen, als könnte man sie nicht beiseite räumen. Ich gebe euch einfach in Jesus eine Hand und er behüte euch, er helfe euch und er gebe euch Frieden. In seinen allmächtigen Namen. Amen. Ja. Amen. Und wir wünschen euch, dass eure Träume und Wünsche auch so in Erfüllung gehen, wie unserer jetzt gerade. Ja. Und vielen, vielen Dank, dass ihr ein Teil von unserem Traum seid. Das bedeutet uns wirklich viel. Also freut euch auf die nächste Woche. Es wird bestimmt toll, so wie die ersten Momente hier in Kasachstan. Und ja, bis dahin. Tschüss! Ciao.